So, das sind jetzt die Figuren für die Seeschlacht als Besatzung für die Schiffe. Das sind jetzt in dem Fall die Römer. Ich habe hier eigentlich hauptsächlich eine Phalanx mit Speere. Werde ich einige sagen, ja, die republikanische römische Armee war doch dreigeteilt in Hastati, Principes und Triarier, wovon nur die Triarier als Phalanx gekämpft haben. Nun, das stimmt natürlich für den zweiten Punischen Krieg und auch später, aber für den ersten Punischen Krieg ist es nur sehr wahrscheinlich, dass der Großteil der römischen Armee noch in der griechischen Phalanx gekämpft hat. Das ist dann erst im Laufe des ersten Punischen Krieges dann zu diesem Wechsel gekommen, dass man diese Dreiteilung hat, eben die ersten zwei Reihen, die Hastati und die Principes mit dem Kurzschwert und nur noch die Triarier mit dem Speer. Es liegt daran, dass eben im ersten Punischen Krieg, eben in Schlachten auf Sizilien, die Römer mit den spanischen Söldnern der Karthager in Berührung kamen und diese Spanier eben dieses Kurzschwert führten. Darum heißt auch das Gladius, eigentlich Gladius Hispaniensis, also spanisches Schwert. Und das hat die Römer so beeindruckt, dass sie es dann auch übernommen haben. Deswegen habe ich hier ein paar Römer, die diese neue Kampfform haben mit dem Kurzschwert und dann eben ein paar gemischte und auch eben hauptsächlich welche, die mit dem Speer noch kämpfen. Wie man jetzt an verschiedenen Farben vom Plastik sieht, wurden da einige Veränderungen vorgenommen. Eben bei manchen eben Speer hinzugefügt, oder auch Köpfe oder verschiedene Gliedmaßen und auch Schilde, um eben möglichst nah an die Ausrüstung vom ersten Punischen Krieg ranzukommen. Die Figuren von Zvezda passen hervorragend für den zweiten Punischen Krieg und auch später, aber für den ersten Punischen Krieg sind sie dann doch fast noch zu modern. Das ist halt einfach eine Sache, mit der man leben muss. Besser geht's halt nicht, aber ich denke, ich habe das in akzeptabler Weise gelöst. Dem Figurenset von Zvezda liegen eigentlich nur diese beiden leichten Infanteristen bei, also diese Posen, und ich möchte es mal kurz demonstrieren, wie man da ein bisschen mehr Variation reinbringen kann, weil wenn man 6 mal so einen Typ hat und 6 mal so einen Typ, das wird dann doch etwas eintönig. Also zunächst mal kann man einfach den Helmschmuck entfernen und den Arm ein bisschen verbiegen. Dann kommt da gleich mal ein bisschen Abwechslung rein. Oder auch jetzt bei diesem Typ habe ich hier auch den Schwertarm verbogen und er hat dann hier oben diese Federn entfernt bekommen und dafür seitlich noch 2 Adlerfedern an den Helm bekommen. Außerdem liegt der Packung auch noch ein Melit bei. Die werde ich nur für die Karthager verwenden als leichte Hilfstruppen, weil ich habe schon genügend Römer. Allerdings kann man auch aus denen noch leichte Infanterie machen. Wie hier, er hat einfach einen Kopf von der anderen Figur bekommen und noch einen römischen Schild. Und schon hat man einen anderen leichten Infanterist. Bei dem karthagischen Figurenset von Zvezda finden sich auch diese spanischen Truppen. Aus denen kann man auch ganz einfach Römer machen, indem man einfach die Köpfe tauscht. Also in etwa so. Und ich
Ich denke, auf die Weise bekommt man sehr einfach eine große Vielfalt zustande. Es sind natürlich immer noch mehr als genügend doppelte Figuren dabei, aber wenn man die dann richtig zusammenmischt, hat man dann, also nimmt das Auge das eigentlich nicht mehr sonderlich wahr, vor allem wenn man dann mit unterschiedlicher Bemalung noch zugange ist. Das sieht dann doch ziemlich unterschiedlich aus alles. Das Figurenset für die Karthager bedarf dann doch ein paar Ergänzungen, vor allem was die leichten Truppen angeht. Darum habe ich hier einen Peltast genommen aus dem Zvezda-Set Griechische Hopliten. Der Bogenschütze ist aus dem Kavallerie-Set Spätrömische Infanterie und dieser speerwerfende Soldat ist aus dem Set von Zvezda mit diesen gepanzerten Kriegselefanten. Das A und O bei so einem Projekt ist halt, dass man mit möglichst einfachen Mitteln eine große Vielfalt erreicht, ohne auf teure Zinnfiguren oder Resinfiguren zurückzugreifen. Ich denke, das ist mir relativ gut gelungen und ich konnte es euch auch mal veranschaulichen, wie das funktioniert.